Seit dem letzten Mal war ich nicht mehr. Also seitdem ich zum ersten Mal bei euch war ich nicht mehr. Sonst hätte ich mich natürlich gemeldet, ist ja klar. Ja. Das ist 2 Jahre. Ja, 2 Jahre ist es her. Mann oh Mann. Damals habe ich schon viel am Theater gespielt, genau. Mittlerweile spiele ich recht viel an der Oper in Stuttgart. Und hatte zwischendurch auch mal einen richtigen Job an der Oper in Stuttgart. So ein 9-to-5-Bürojob in der Musikbibliothek. Es war echt super spannend und so, aber halt, wenn man nebenher noch unterrichtet und spielt und man ja doch leider auch mal üben muss, hat sich das doch als ein bisschen zu viel rausgestellt einfach. Ja, was ist passiert die letzten 2 Jahre? Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich neue Stücke geschrieben. Ich habe die auch aufgenommen. Da wird dann im Frühjahr, Sommer 2020, dieses Jahr, die CD erscheinen. Also der Beweggrund, eine neue CD zu machen, ist einfach so die Eigenmotivation. So, ich meine, es ist alles mega undankbar und so und macht dich irgendwie kaputt. Genau, auf der CD sind nicht nur Eigenkompositionen, sind... Shit, ich muss noch mal auf die Tracklist gucken. Ich glaube, es sind 3 Eigenkompositionen und 4 Bearbeitungen. Und also der Faden ist so ein bisschen barock, moderne. Ich meine, das war's. In Gedanken bin ich eigentlich schon bei der nächsten Aufnahme. Das wird eine EP dann mit nur eigenen Sachen, nämlich. Also nach den Recording Sessions habe ich dann tatsächlich, konnte ich keine Pause machen irgendwie und musste dann noch 8,5 Monate durchziehen oder so und habe echt viel gespielt da. Und auch viel des Repertoire, das ich aufgenommen hatte und von dem ich wirklich einfach nur die Schnauze voll hatte. Und dann war das Mitte Oktober, dass ich irgendwie so den letzten musikalischen Solo-Termin oder wie auch immer hatte. Und dann ist mir am Abend vorher beim Zähneputzen eingefallen, geil, ich muss ab morgen nicht mehr üben, ey. Geil. Das war so eine Erleichterung. Und ich habe dann auch, also man vergisst ja, dass man dann trotzdem noch irgendwie, also danach kam dann bei Bier von Sevilla zum Beispiel, aber das habe ich schon mal gemacht gehabt und so und das war einfach nicht so Ektik dann. Sprich, sowas läuft ja dann trotzdem noch, aber ich habe die Gitarre echt nicht mehr angefasst. Und das war so überfällig, deswegen, liebe verzweifelten Gitarristen, Schüler, wer auch immer, gönnt euch ganz bewusste Pausen. Ich schaffe das meistens irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich bin auch jetzt erst seit 2, 3 Wochen irgendwie wieder raus aus dem Loch. Und es kam halt allein von äußeren Umständen, persönlichen Gegebenheiten irgendwie. Das funktioniert aber nicht, wenn du denkst, oh scheiße, ich muss jetzt echt mal wieder, dann kann es ja gar nicht funktionieren. Und da war es halt so, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, da ist gerade irgendwie was Cooles. Und dann nimmst du das Ding in die Hand und zack, habe ich ein neues Stück irgendwie geschrieben. Also nicht zack, aber dann kommt die erste Idee und dann denkst du, ach, wenn du am nächsten Tag denkst, das klingt eigentlich schon cool, dann ist es meistens nicht so verkehrt. Dann lohnt es sich auch ein bisschen da noch rumzuprobieren. Ja, also ich hatte das ja eigentlich gar nicht geplant, irgendwie so mehrere Sachen zu schreiben. Es hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Und es wird auch irgendwie, glaube ich, jetzt noch mehr in die Richtung so gehen, weil ich mich da einfach wohler fühle. Weil es halt echt noch mal was anderes ist, wenn man seine eigenen Sachen spielt, als wenn man seine eigene Interpretation von einem anderen Werk spielt. Was natürlich auch ganz toll sein kann, um Gottes Willen. Ich will das überhaupt nicht werten oder so.
Aber ich glaube, das ist irgendwie doch eher meins und es wird auch jetzt mehr in die Richtung gehen. Ich habe jetzt nochmal 3, 4 Stücke auf Halde irgendwie und dann werde ich mal noch 1, 2 dazu. Aber es ist natürlich auch, ich bin ja kein Komponist, also ist jetzt ja nicht, das hat sich zum Beispiel nicht geändert. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich bin kein Komponist. Ich habe auch gesagt zum Steven, zu dem Chef da, das ist genau das, was die Klassik irgendwie braucht. Neuen Input raus aus dem Konzertsaal, weg von. Das hat Olaf schon vor 10 Jahren zu mir gesagt, so dieses Konzertding. Weiß ich nicht. Er meinte dann so. Nee, genau. Er hatte damals mal ein Konzert gemacht, das fand ich sehr schön, das hat er, glaube ich, auch öfter gemacht. Da saß er am Tisch, es war auch Sonntagnachmittags, mit einem Gläschen Wein und den Noten vor sich auf dem Tisch und hat halt für die Leute gespielt und erzählt. So. Und das war halt echt ein total angenehmes Konzert, weil du dich halt so mitgenommen gefühlt hast. Es hatte halt eben so mehr so dieses, ach komm doch mal her, ich spiele dir mal was vor, ich zeig dir mal, guck doch mal, wie toll es klingt. So, und eben nicht so dieses so. Ja, und das leider können halt auch viele nicht so wirklich mit dem Publikum interagieren. Ne? Das ist dann halt auch so, wenn du so diese Distanz hast, dann ist es halt, als ob du irgendwie auf die Glotze schaust und da läuft halt irgendwas und so. Ich meine, wenn du keinen Kontakt zum Publikum, oder wenn das Publikum keinen Kontakt zum Künstler hat, darum geht es doch eigentlich im Konzert, oder? Und das schafft man natürlich durch so eine Gegebenheit viel eher, ja, wenn das Publikum sich bewegen kann. Auch schon. Ja, ich verstelle mich halt da nicht großartig irgendwie. Ich erzähle denen halt, was mir gerade irgendwie einfällt. Und meistens brauchen die ein bisschen, weil die denken so, hä? Der ist so unseriös und auf den Bildern wirkt er aber so seriös und so. Aber ich will ja auch ein bisschen Spaß haben. Also bei dieser Suite Apuntes und nachher Leo Brauer, die ich jetzt für Open Strings Berlin aufgenommen habe. Danke euch nochmal. Der Auslöser war eigentlich eine Freundin von mir, die nach dem Konzert zu mir kam und meinte, hey, am meisten überzeugt hat mich dein eigenes Stück oder haben mich deine eigenen Stücke. Und da war ich so am Überlegen, Repertoire für die nächste CD-Aufnahme. Brauer wäre eigentlich cool. Brauer wird 80 so und ihm zu ehren wäre es cool, ein oder vielleicht mehrere Sachen irgendwie aufzunehmen. Und dann hat es ein bisschen gebraucht, bis das Gehirn in Fahrt kam und sich gedacht hat, also wenn die Leute das irgendwie mögen, was du machst, wäre das ultra krass, irgendwie eine Hommage an Leo Brauer zu schreiben zu seinem 80. Geburtstag. Naja, das war so der Stein des Anstoßes. Und dann habe ich eben angefangen, erstmal irgendwie aufzuschreiben, was für Motive irgendwie sich anbieten würden. Und also, keine Ahnung, habe zum Beispiel aufgeschrieben, irgendwie Flageolet-Töne oder irgend sowas. Oder halt tänzerisch oder irgendwie abgefahrene Licks oder irgend sowas. Ja. Ba, ba, da, da. Hast du das gehört? Bei dem dritten Satz dann zum Beispiel war das so der Aufhänger, eben diese kleine Terz. Und in diesem dritter Satz, da kommen so Flageolet-Töne vor und danach ist so ein bisschen Gewusel.
Und das sind halt auch alles mehr oder weniger so kleine Terzen irgendwie, die halt verschoben werden. Auch in Anlehnung daran eben. Tada! Zweiter Satz. Zweiter Satz Etüde, ne? ist angelehnt an die 6. Etüde. Das war so der Aufhänger dafür. Und parallel dazu habe ich die tiefe E-Seite auf F hochgestimmt. Das hat er in seiner ersten Sonate im zweiten Satz auch gemacht. Und damit endet auch diese, also der zweite Satz ist eigentlich nur so ein Zwischenspiel, so ein Interludio. Und dadurch, dass es aber an die 6. S-Studio angelehnt ist, habe ich das Ganze Interstudio genannt. Ja, also ich hätte ihm das natürlich sehr gerne einfach zu seinem Geburtstag quasi geschenkt, dass er sich halt irgendwie mal anhören kann und sich denken kann, ach, irgendwie auch schön, da hockt so ein Typ in Deutschland und findet irgendwie meine Musik ganz gut und denkt dann, er tut mir damit einen Gefallen, auch wenn es totaler Scheiß ist. Aber immer ist er nett gemeint gewesen, ja. Also, der Gedanke zählt so. Aber es war leider nicht möglich, ihm das Stück irgendwie zukommen zu lassen. Ich habe dann irgendwie ein Demo aufgenommen und habe es auch ausnotiert so. Aber es ist leider bisher nicht zustande gekommen. Also es wäre natürlich wirklich, wirklich geil und einfach allein, wenn er sich schon mal die Zeit nehmen würde, das anzuhören, wäre einfach ein Riesending für mich irgendwie. Weil Brouwer halt war für mich so der erste Komponist, neuere Gitarrenkomponist, den ich gespielt habe. Irgendwie seine Etüden haben wir alle irgendwie rauf und runter gespielt. Völlig zu Recht, ist ja auch geiles Zeug. Und ich glaube, ich habe von keinem zeitgenössischen Komponisten so viel gespielt wie von Leo Brouwer. Von daher ist er automatisch irgendwie ein Rieseneinfluss für mich, ob er will oder nicht, ob ich will oder nicht. Also ist einfach so, ja, klar. Und wenn so jemand sich das dann mal anhören würde, das wäre natürlich schon echt ganz schön geil. Einfach. Wenn es ihm dann auch noch gefallen würde, wäre noch krasser, aber darum geht es mir gar nicht. Also einfach so die Wertschätzung und die Ehrerbietung irgendwie ihm gegenüber darzubringen. Ich meine, wird jetzt ja schon 81. Also die nachher war fertig. Also er hätte die schon hören können. So. Aber naja, ist halt schwierig irgendwie zu ihm vorzudringen, was ja auch nicht an ihm liegt. Das schätze ich mal.